Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Heute geht es um das Thema Contract-Based Testing. Wer schon einmal Schnittstellen getestet hat, weiß, das muss nicht immer ein Spaß sein. Und Contract-Based Testing hilft einem, da zumindest auf einer gewissen Ebene eine Sicherheit in die Schnittstelle reinzubekommen. Ich habe dazu mit Mariusz Smolinski gesprochen, der in seinen hauptsächlich agilen Projekten Contract-Based Testing einsetzt, um Schnittstellen robuster und besser zu machen. Und er nimmt uns mit in seine Welt und zeigt ein bisschen, wofür wir Contract-Based Testing nutzen können, welches eines der bekanntesten Frameworks ist, was der Unterschied zu klassischen Schnittstellen-Integrationstests sind und ob sich die vielleicht nicht eher ergänzen statt ersetzen. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Mario, schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Ja, sehr schön. Du hast uns ja ein spannendes Thema mitgebracht, um das ich auch schon ganz lange rumkreise und wo ich endlich einmal auch mehr erfahren möchte, und zwar das Thema Contract-Based Testing. Und ja, ich höre das immer wieder so als Schlagwort. Bei manchen Kunden ist es auch im Einsatz und überlege dann auch mal, ja, wo kann ich denn das noch vielleicht besser erklären, auch zukünftig, was man denn damit alles machen kann. Und da freue ich mich einfach, dass du jetzt hier auch mit mir diese Folge hier aufnimmst zu diesem Thema. Und da starte ich schon mal ganz klar hinein. Was ist denn eigentlich Contract-Based Testing? Ja, das Thema ist jetzt gerade sehr, ja, wie soll ich das sagen, gefragt, weil die Architekturen mit Microservices sehr populär sind und alle steigen auf Microservices und verschiedene APIs benutzen und so weiter. Und ja, das ist, wenn du dir so eine Situation vorstellen kannst, das ist es gibt eine Schnittstelle. Und es gibt zwei Parteien. Eine Partei stellt die Schnittstelle zur Verfügung und die andere will die Schnittstelle benutzen, also die Daten Mhm. bekommen zum Beispiel. Ja. Und, äh, und der Kontrakt eigentlich ist so eine Art des Vertrags zwischen den beiden Parteien. Und da werden alle Interaktionen definiert, was der Consumer, wenn wir das so consumer-driven betrachten, dann sagt der Consumer, was er eigentlich haben will. Und dann werden die Interaktionen definiert und der Provider einfach implementiert die ganze Interaktion auf seiner Seite. Und ja, also Consumer, das sind ja zum Beispiel ja, andere Produkte, die unsere API benutzen wollen oder interne, externe Kunden oder andere Services auch, die wir innerhalb von der Organisation haben, die Daten brauchen. Oder auch, äh, das kann auch UI sein, wenn wir keine Daten nach außen zur Verfügung stellen, aber die Verbindung zwischen Backend und Frontend so gestalten, dass die Microservices da im Spiel sind oder Mhm. APIs, dann können wir auch als Consumer unsere UI betrachten. Und dann ist der Provider äh, einfach der Backend, der die Daten zur Verfügung stellt. Ah, verstehe. Das heißt, so ein Contract ist es eigentlich so eine Art Schnittstellenspezifikation, ne? So Genau, aus der ja, aus der alten Welt ja, gedacht. Mhm. ja, Ja. ja, genau. Das ist die Dokumentation der Schnittstelle. Und Mhm, mhm. wenn wir das in der Welt betrachten, dann ist die Dokumentation immer aktuell, weil die beiden Parteien irgendwie äh, einigen sich, was die da alles brauchen, eine Partei und die andere, was die zur Verfügung stellt. Und Mhm. die Contracts werden dann auf einem Paktbroker zum Beispiel zur Verfügung gestellt. Das ist so ein zusätzlicher Platz, wo die Contracts abgelegt werden. Mhm. Und die werden dann hochgeladen und von Provider und von Consumer gezogen und die Dokumentation ist dann immer aktuell. Äh, Ah, okay. ja, Das heißt, ich stelle als Provider dann auch, oder wenn die Schnittstelle, die als Provider dient, die stellt dann quasi so ihre aktuelle Doku dann mit da rein, ne? Also das ist quasi genau, wirklich der Stand der Implementierung auch als dieser Contract, der dann von dem Consumer gezogen werden kann. genau. Und da sind alle Interaktionen, die mit einer API möglich sind, die sind da definiert mit ja,
welche Responses da kommen und welche Requests möglich sind. Okay, Genau. und auf diesem Broker ist das dann für alle Schnittstellen, die ich so habe, dann zur Verfügung und ich kann mich dann da quasi bedienen als Consumer? Genau, ja. Also wir haben, ich war so in einem Projekt, dass wir haben die Contracts auf dem Broker zur Verfügung gestellt und da sind die Leute gekommen und haben gefragt, ob wir eine Schnittstelle dazu haben für die Daten, die da brauchen. Und da haben wir gesagt, ja, da ist ein Pakt auf dem Broker und dann könnt ihr dagegen implementieren, weil wir haben die API schon entwickelt quasi und die ist zur Mhm. Verfügung und dann könnt ihr die Schnittstelle bei euch implementieren. Okay, das heißt also, der Consumer oder wer auch immer kann sich dann diesen Contract nehmen und kann dagegen dann seine Schnittstelle bauen oder seine Anfrage bauen und damit Genau, auch ja, 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 dann testen. das ist auch Mhm. ein Fall, was da möglich Mhm. ist, genau. Mhm. Und wenn Und wir so consumer-driven das alles machen, dann ist es auch ein Vorteil, dass wir nur das, was die Consumer brauchen, äh, entwickeln quasi. Und das ist diese You aren't gonna need it. mhm. Äh, wie heißt das auf Deutsch? Äh, diese Good Patterns, ja. Ja, genau, Äh, so guter Implementierungspattern einfach, ne? genau, Mhm. ja. Und dann hast du Ja. nur das, was die Consumer brauchen und nicht ja, also zum Beispiel alle möglichen Schnittstellen zu allen möglichen Daten, die du zur Verfügung stellst. Okay, ja. Das heißt, das ist dann die andere Sicht. Das heißt, der stellt dann der Consumer das bereit, was er eigentlich haben möchte. Genau, Und ja, 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 ja. Und dann ist okay, und die Zusammenarbeit ist dann auch besser, als wenn man so, keine Ahnung, in anderen irgendwie Umständen das alles zu entwickeln. Also so in Isolation zwischen die Parteien. Ja? Also der Consumer will irgendwas haben, aber der Provider weiß darüber nichts und ja, dann ist dann irgendwie Zusammenarbeit schwierig. Aber mit Pakt, dann mit Contracts, dann kann man das irgendwie die Zusammenarbeit okay, verstehe. verhindern. Und Pakt, ist das so ein Framework, was da zur Ja, das Verfügung ist steht? genau, das ist einer der Frameworks, der auf dem Markt ist. Ich habe das benutzt in meinen Projekten. Äh, Ich weiß, dass es andere auch gibt, zum Beispiel etwas mit Spring Contracts im Cloud, irgendwas, aber das habe ich noch nie benutzt. Ich habe auch gehört, dass das irgendwie so nicht so schlank ist wie Pakt und hat Mhm. irgendwie mehrere Funktionalitäten, die man eigentlich nicht braucht und das ist nur irgendwie verwirrend. Aber ich kenne mich nicht Ja, aus mit diesen ja, Spring ja. Frameworks. Aber Pakt ist sehr einfach zu implementieren und wie gesagt auch fordert die Zusammenarbeit zwischen den Ja, ja. Projekten und Leuten, die eine API benutzen wollen. Und wie nutze ich diese Contracts jetzt konkret, wenn ich jetzt einen Test machen möchte? Also ich ziehe mir das und was kann ich dann alles damit veranstalten? Also du kannst dann die Interaktion mit der API testen. Und zwar auf der Unit-Test-Ebene kannst du deine Logik, die API aufruft, testen, äh, sozusagen ohne die API aufzurufen direkt. Mhm. Also das sind Unit-Tests und die Interaktionen werden mit Hilfe von diesen Contracts und Pacts gemockt. Und da kann zum Beispiel so eine Situation, wir haben eine neue Schnittstelle und wir treffen uns und Provider und Consumer und vereinbaren, welche Interaktionen und welche Daten äh, gewünscht sind. Und dann Mhm. können die beiden diese, diesen Contracts als Mock benutzen, sowohl Ah ja. Consumer als auch Provider und können dagegen entwickeln. Und dann trifft man sich in der Mitte quasi, weil Mhm. die ganze Interaktion werden gemockt und eine fertige Implementierung ist an der Stelle nicht nötig. Ja, also Mhm. das können wir so benutzen und dann auch, wenn die Schnittstelle schon implementiert ist, für die Unit-Tests. Mhm. Also wir sollten als Consumer nur das wirklich testen mit Hilfe von Contracts, äh, die, die, ähm, die Klassen und Methoden, die APIs aufrufen.
weil Ja. alles, äh, wenn wir zusätzliche Dinge dann testen wollen, dann ist es zu viel für Contract-Based Testing. Also Mhm. nur Unit-Test-Ebene und nur die Klassen und Methoden, die direkt APIs aufrufen. Mhm. Ja, das macht ja, denke ich, den großen Vorteil auch, dass das ja die zwei Systeme voneinander entzerrt. Ne? Ich muss nicht warten, bis der andere fertig umgesetzt haben oder ob Genau, das System gerade verfügbar ist oder nicht und kann durch dieses Mocking ja einfach quasi in meinem Hoheitsgebiet bleiben und trotzdem genau, meine Tests regelmäßig da machen. Ne? genau. Und das sichert uns auch ab, wenn der Provider irgendwelche äh, Änderungen macht oder implementiert Mhm. irgendwas Neues, dann mit Contract wird das abgesichert, dass es keine Breaking Changes entstehen und die Interaktionen, die bisher vorhanden sind, funktionieren dann auch weiterhin ohne Fehler. Mhm. Ja. Ja, verstehe. Und diese Tests, die dann da entstehen, baust du die dann typischerweise ganz normal in deinen Bildprozess mit ein, als so wie die anderen Unit-Tests auch, dass die da mitlaufen? Ja, genau. Das kann alles in der CI-Pipeline integriert werden und es ist auch so empfohlen, dass man das so macht. Da Mhm. sieht man gleich, ob ob da irgendwelche Fehler auftauchen oder ist alles in Ordnung. Mhm. Genau. Das ist Mhm. auch sogar in Container-Umgebung auch möglich. Es gibt auch Docker-Images für Packs und da kann man alles einbinden. Mhm. Verstehe. Und ähm, also jetzt noch einmal so für mich als Verständnis, das heißt, wenn ich jetzt auch auf Provider-Seite diese Schnittstelle ändere, dann ändert sich der Contract quasi mit, weil ich den ja auch zur Verfügung stelle. Ja, ja, Und das kriegt der Client oder der Consumer dann in dem Moment mit, dass sich da was geändert hat und ob der Test dann noch funktioniert oder nicht, ne? genau. Also wenn du zum Beispiel neue Interaktionen hinzufügst, die äh, keine Consumer bisher benutzen, dann trifft das niemanden quasi. Ja? Also sind Ja. die Consumer abgesichert. Aber wenn du irgendwelche Änderungen in schon existierenden APIs einführst, dann sind die Consumer dann abgesichert, dass das alles funktioniert und bei denen keine Probleme auftauchen, Fehler. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Okay, verstehe. Und das heißt aber auch, wenn ich jetzt ja so einen Unit-Test baue und den regelmäßig durchführe, dass der ja auch, dass er sichergestellt werden muss und das wird wahrscheinlich über das Pakt auch da funktionieren, dass immer der aktuellste Contract da genutzt wird, ne? Genau, dafür brauchen wir den Paktbroker, weil Mhm. da kann man auch das alles so konfiguriert, dass bei der Testausführung diese Pakts von dem Paktbroker gezogen werden und dann wird es gegen diesen Contracts, die auf dem Paktbroker liegen, getestet. Mhm. Und ja, das ist schon wieder diese Geschichte, dass die Pakts immer aktuell sind und wir testen gegen aktuelle Implementierungen. Nicht so. Ja, ja. Ja, also diesen Paktbroker ist wirklich, das ist wirklich von Vorteil zu implementieren, von Anfang an gleich. Ja, weil es gibt auch andere Lösungen, man kann irgendwo das ablegen, so eigene Servers bauen oder keine Ahnung, in GitHub oder irgendwo. Aber Mhm. Paktbroker, ja, das ist eine Lösung, die von Framework gestellt wird, zur Verfügung gestellt Mhm. wird und äh, ja, und das hilft uns, immer den aktuellen Stand zu haben. Ja, ja, okay. Jetzt ist ja so, wie sieht es denn da mit der Varianz von Testfällen aus? Muss man da, also ich denke, wenn ich gegen den Contract prüfe, na, dann liefert der mir ja irgendwelche standardisierten Daten wahrscheinlich zurück. Ne? Das sind ja irgendwelche Standarddaten, die dann da hinterlegt sind in diesem Contract, Ja, die das ich auf sind meinen. die gemockten Daten, genau. Genau, und das heißt, ist es jetzt auch damit möglich, zum Beispiel auch so verschiedene Datensets dann abzufragen oder ist das überhaupt nicht ich frage mich ja da gerade, ob da überhaupt eine Sinnhaftigkeit drin ist, oder ob es eigentlich nur um diese Kommunikation geht. Es geht nur um die Kommunikation, weil wenn wir das zu genau testen, dann bauen wir uns so flaky Tests mit Dateninkonsistenzen und so weiter. Also das sollte so allgemein sein,
dass unsere Tests prüfen, also das sind Unit-Tests, also das sind keine Ja, so genau. End-to-End große funktionale Tests, ja. Ja. Das sollte uns prüfen, ob die Schnittstelle funktioniert und liefert das, was eigentlich geliefert werden soll, ja. Also zum Beispiel, ja, wenn wir nach Daten fragen, dann ist es auch so ein Good Practice, auf die Datentypen zu prüfen, ja, ob da äh, richtige Datentypen kommen und nicht genau zum Beispiel ja so ein String, die wir uns wünschen, sondern Mhm. dass da im Allgemeinen ein String kommt, ja. Ja. Das macht auch die Tests nicht so flaky und ein bisschen flexibel für die mögliche Änderungen. Mhm. Ich Ja. glaube, ich glaube, da ist vielleicht auch ein bisschen ein Umdenken notwendig, weil man bei Schnittstellen ja oft so ein bisschen verleitet ist, auch das andere System mittesten zu wollen und zu schauen, was kriege Ja, ich denn da zurück und so, ne? Und das fällt gen ja hier dann komplett weg, ne? genau, ja, das ist ja so ein äh, Anti-Pattern, dass man Ja. bei Schnittstellen, wenn wir die Interaktion testen, dann wollen wir gleich keine Ahnung, so funktionale Tests von Provider machen. Also das ist dann zu viel für Ja. Packtests, ja. Mhm, Wir, genau. äh, wir In die treffen uns gleiche nur Falle auf bin ich die. jetzt in die gleiche Falle bin ich jetzt getappt mit meiner Datenfrage, weil ich mir gedacht habe: „Ach super, dann kann ich ja verschiedene Datensätze einfach“, nein, darum geht's ja gar nicht. Nein, 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 Genau. nein. Mhm. Also so, also wir testen nur die Interaktionen, was da passiert. Also zum Beispiel, keine Ahnung, so, wir wollen so ein neues Artikel anlegen keine Ahnung wo, in einem äh, Internetshop zum Beispiel, ja. Mhm. Dann schauen wir nur, zum Beispiel, ob die Schnittstelle uns 200 liefert oder ist da irgendwie ein Fehler aufgetaucht, weil wir, keine Ahnung, so Pflichtfelder vergessen haben und so weiter. Aber wir Mhm. zum Beispiel testen keine Validierungen von Provider, was da eine Ebene höher passiert, ja, also so also Mhm. hinter der Schnittstelle, ja, warum die Validierung äh, fehlgeschlagen ist, das interessiert uns in dem Fall nicht. Mhm. Hauptsache, Mhm. Hauptsache da wird da ein Fehler geliefert von der API. Ja, Warum ja. das passiert, Ja, das ist ich glaube, Test. das echt so die Idee dahinter auch also das loszulassen und hier einfach noch einmal einen Schritt auch zurückzugehen und zu sagen: „Okay, ich prüfe hier rein die Kommunikation, ne, und bin dadurch auch nicht abhängig vom anderen System“, weil ich kriege das ja in Projekten bei Kunden häufig mit, dass dann auch so ein Gerangel darum entsteht, wer ist eigentlich jetzt verantwortlich für welchen Integrationstest? Wer beginnt damit muss das der eine machen oder der andere? Und hier hat man einfach noch mal eine Ebene dazwischen, wo es diese Fragestellung gar nicht gibt, weil beide gegen diesen Contract testen, unabhängig, was das andere System gerade veranstaltet, ne? Genau, 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 genau. Mhm. Ja. Ja. Und wenn du jetzt so Integrations- oder so Schnittstellentests dir anschaut, wie umfangreich werden denn die so in deiner Erfahrung? Also wie viele, hast du da mal irgendwie so ein paar Hausnummern, wie viele Tests entstehen da? Ist das eher so überschaubar oder können das auch mal in die Tausende gehen oder was ist da so deine Also, Erfahrung? nee, das ist so normalerweise überschaubar, weil ja, je nachdem, wie kompliziert sind die Fälle, die man da mit der Schnittstelle irgendwie lösen will. Aber normalerweise sollte das überschaubar sein. Also wir testen auf jeden Fall so Gutfall und Fehlermeldungen und meiner Meinung nach, das sollte reichen. Aber das Mhm. hängt von der Schnittstelle ab. Ja. Ja, Und ja. auch im Team, was da wichtig ist zum Testen. Aber ich würde sagen, so Standards, man sollte eigentlich nur ja, so minimale Anzahl an Tests haben, Mhm. Ja. damit man ja Ja, genau nicht in diese Falle dann äh, ja, gerät, dass ja. man zu viel testen will. Ja, ja, genau, ja. Ja, also ich sehe da schon einige, also die Vorteile einfach auch auf der Hand liegen, ne? So wie du gesagt hast, dass man einfach auch da auf die Kommunikation basiert, dass man mit dem aktuellsten Stand auch testet, weil der Contract einfach aktuell ist Ja, und quasi hier auch, das ist ja häufig so ein Thema, ne? Wenn man Integrationstests oder so Schnittstellenspezifikationen in irgendwelchen
Dokumentationstools hat, dass die meistens dann irgendwie nach der ersten Iteration auch nicht mehr stimmen und man Ja, das dann wieder nachpflegen muss und la la la. ja, Und das hat man hier natürlich alles sehr nahbar. ja. Ja. Und man Und eigentlich erfährt, dass die Schnittstelle sich geändert hat, wenn die Integrationstests fehlschlagen. Das ist dann genau. irgendwie Genau, man blöd kriegt das manchmal. Ganze auch früher mit. Und ich finde auch, also wahrscheinlich auch das, was du, das möchte ich noch mal ein bisschen vorher, das ist mir jetzt erst so bewusst geworden, was du gesagt hast, dass man auch, wenn man das jetzt von der Consumer-Seite sieht, ne, dass man auch wirklich weiß, was braucht der andere eigentlich an Daten und man ja dadurch vielleicht einfach auch die Möglichkeit hat, auch generell zu sehen, wie sind denn meine Schnittstellen überhaupt genutzt, wer verwendet denn eigentlich was und was brauche ich eigentlich, ne? Also ich kann wahrscheinlich hier auch noch mal deutlich besser optimieren, wie meine Schnittstellen agieren, wenn ich sehe, ich habe Schnittstellen, die eigentlich gar nicht verwendet wird, weil keiner diesen Contract nutzt. Ne? Ja, genau, genau, genau. Also das Problem haben wir auch nicht, wenn wir das Consumer-driven machen. Also da kommen die Leute zu uns und Hm. fragen uns, hey, wir brauchen so eine Schnittstelle und dann machen wir einen Contract und dann benutzen die wirklich das, was die da brauchen. Ja, also schon wieder Ja, you aren't gonna need it Geschichte. genau, Ja. ja. Ja, super. Viele Pattern da drinnen. Wenn man jetzt so beginnt mit Contract-Based Testing, hast du da so, was ist denn da so ein typischer Fallstrick, in dem man da am Anfang rein stolpern kann? Ähm, also auf jeden Fall, was wir schon angesprochen haben, zu viel zu testen. Also diese Versuchung, die funktionale Tests von Provider mit Pakt zu lösen, das ist auf jeden Fall nicht gut und nicht gewünscht, weil dafür ist eigentlich Pakt nicht gedacht. Mhm. Also nur die Unit-Tests für unsere Klassen und Methoden, die die API aufrufen. Mhm. Ähm, was noch? Also wenn wir zum Beispiel Public APIs benutzen, dann ist das Contract Testing auch nicht wirklich empfohlen, weil da fehlt quasi diese andere Seite, ja. Also der Provider ist irgendwie da, aber die Entwicklung von den Schnittstellen wird nicht so zwingend von Consumer getrieben, ja. Ja. Also Mhm. die Public APIs auch nicht wirklich ist ein guter Fall, Mhm. um Contract Testing zu benutzen. Äh, Vielleicht auch so Performance- und Load-Testing kann man auch nicht. Wobei Ja. es werden quasi die Aufrufe von der API simuliert, aber dafür ist auch Pakt nicht gedacht. Ja. Dafür Ja. gibt es Ja. andere Mhm. Tools, um Performance und Load zu testen. Ja, ich glaub, das ist auch wichtig darauf zu achten, was kann man denn wirklich damit machen oder wofür ist es gedacht und was Mhm. wäre eher ein Missbrauch dieses Tools oder Genau, des ganzen Konzepts, genau, was einfach gar nicht dafür genau. vorgesehen ist. Ne? Ja, und wenn man ja irgendwie keine Kontrolle über die Daten hat, was man zur Verfügung stellt, dann ist Pakt auch nicht wirklich gut, weil dann, ja, also wir stellen über eine Schnittstelle Daten zur Verfügung. Die Daten können sich unabhängig irgendwie ändern im Hintergrund. Mhm. Und ja, dann sind die Interaktionen quasi nicht wirklich dann aktuell. Dann, Mhm. das ist auch nicht so ein Fall für Contract-Based Testing. Ja, ja, verstehe. Ja, Genau. Und auch ja sehr. wenn wir zum Beispiel Contracts benutzen wollen, aber die andere Seite Contract-Based Testing nicht wirklich benutzen will oder gibt es da irgendwie andere politische Entscheidungen, dann treffen wir uns auch nicht in der Mitte. Also das Ja, ist auch ja. so ein Fall. Ja, es ist Ja, natürlich so eine Sache. Ne? Ein Contract ist ja meistens mit jemandem anderen zusammen. Ne? Darum macht man ja so einen genau, Vertrag. Und wenn der andere aber nicht genau, unterschreibt, genau. dann ist der Vertrag auch, kommt ja so nicht zustande. Ne? Ja, genau. Und Das habe ich auch erlebt in einem von Projekten. Wir wollten die Schnittstelle über Contracts irgendwie lösen und gestalten und die anderen haben gesagt, nö, wir benutzen das nicht. ja, Und ja. naja, obwohl das Ja, viele Vorteile hat, aber naja, das sind immer so komische Entscheidungen. ja, das ist, also mein, ja, das kennen wir ja aus unserem Projektalltag. Manche Entscheidungen kann man auch nicht wirklich nachvollziehen, warum sie so sind. Genau, genau, Aber ich denke, also die Vorteile liegen auf der Hand und dann gibt es vielleicht andere Gründe, warum man ja, das nicht nutzen möchte. Ne? Hm. genau.
Ja, sehr schön. Ja, aber vielen lieben Dank für den Einblick da bisher. Jetzt einfach noch eine Frage und zwar, ich meine, das ist ja jetzt ein Konzept, das gibt es ja schon einige Zeit. Es ist jetzt populärer geworden. Gibt es denn da auch noch, also gerade durch dieses ganze Thema Microservices und sowas, was das natürlich jetzt nochmal gepusht hat, gibt es denn da gerade für dich in dieser ganzen Schnittstellentesterei, auch in Bezug auf Contract-Based Testing, so aktuell so ein Trend, so eine Entwicklung, was so der Next Step ist, was da passiert, was da an Funktionalität, Methodik oder Framework gerade noch populärer wird? Hast du da vielleicht irgendwie noch einen Tipp für uns oder eine Idee? Ach, nee, nicht wirklich. Du hast mich jetzt überrascht mit der Frage. Also ich habe mich bisher nur mit Fakt beschäftigt und ehrlich gesagt, das hat so gut funktioniert, dass ich nach anderen Lösungen überhaupt nicht gesucht hat. Hm. Und ja, das war alles hat irgendwie gepasst und ja. Ja, ja, das hätte sein können, dass du da einen Trend auf der Zunge liegt, den du mit uns teilen möchtest. Und vielleicht gibt es ja den einen oder die andere Hörerin, die auf da noch Ja, eine ganz genau. andere Sicht drauf hat oder ein anderes Tool kennt, was oder Ja, gute Erfahrung hat, dann hoffe ich da natürlich auch bald einen Beitrag hier machen zu können dazu, um das dann auch mal von der Seite zu ja, genau. beleuchten. Also die Geschichte mit dem Spring Framework für Contracts wäre auch interessant. Ich weiß, dass es noch ein anderes Framework gibt, das heißt Pactflow, aber ich habe das auch nie benutzt und eigentlich Hm. kenne ich noch nur den Namen. Aber Ja, werden wir vielleicht auch dazu mal noch eine extra Folge irgendwo dann hier auch haben ja, in diesem ja, Podcast. Ja. Ja, sehr schön. Lieber Mario, vielen lieben Dank für dieses Gespräch, also diesen Einblick in Richtung Contract-Based Testing, was man damit machen kann, wie das eigentlich funktioniert. Für mich ist es jetzt ein bisschen klarer geworden. Ich hoffe, für die Hörer und Hörerinnen auch. ja, das Und hoffe ich auch, dass ich irgendwie geholfen habe ja, mit dem Thema. Ja. ja, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und Danke, freue dir mich, wenn auch. du wieder mal hier zu Gast bist. Ja, 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 das wäre auf jeden Fall ja, schön. genau. Also dann, mach's gut. Ciao. Okay, tschüss.